Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal übernehme ich mal das Kommando und zeige euch... Ich darf heute nichts reden, es tut mir leid, Lego-Fans. Nein, er ist heute nur für die Kameraführung zuständig, denn ich möchte euch aber der ein oder andere Kommentar meinerseits ist erlaubt. Unmöglich. Ich glaube, ich werde ihn wieder knebeln. Naja, mal schauen. Also, ich möchte euch gerne das allererste Mock zeigen, das wir gemacht haben. Oder einfach, vielleicht als Kind haben wir schon was gemockt, aber ein richtiges Mock, ja. Was ist denn mit den ganzen tollen Mocks, die wir, keine Ahnung, als Vierjährige mit unseren Creator Classic Boxen gemacht haben? Zählen die etwa nicht? Machst du fertig? Nein, die zählen jetzt mal nicht. Also, Was soll sich einer auskennen? Ich meine jetzt mal das allererste Mock, das wir professionell gemacht haben. Okay, na, die anderen Sets waren auch professionell, aber sagen wir mal professionell für unsere Stadt. Für unsere Stadt. Im Jahr 2020 sozusagen. Genau. Ja, genau. Und was war das? Es hat damit angefangen, dass ich eine Geschenkidee gesucht habe für Christoph und dachte mir damals noch, das war jetzt eben, naja, bald vor einem Jahr, was mache ich da bloß, und dachte mir, ach, ich baue doch schnell mal das Haus, in dem er aufgewachsen ist, nach. Schnell nachbauen, so eine Sache. Ich erzähle euch dann noch mehr darüber. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Mock und ich zeige euch das mal ganz genau. So machen wir das, meine Freunde. Gar keine Frage. Kurz noch zur Info, weil manche fragen, wie wir eigentlich das kreiert haben, gestaltet haben. Ich habe es versucht zuerst mit diesem Programm zu machen, wo man ja online da die Steine quasi virtuell zusammensetzen kann. Das hat nicht funktioniert, auf jeden Fall nicht für mich leider. Deswegen habe ich mal gekramt in den alten Schachten von den Lego-Sachen, die ich noch hatte. Und deswegen seht ihr auch hier ein paar Teile, die wirklich schon alt sind. Wie zum Beispiel dieser Sonnenschirm hier, der sieht doch wirklich schon sehr alt aus. Und auch ein paar, ich glaube, das sind Fabulan-Teile. Das kann sehr leicht sein. Genau. Sehen fast aus wie Duplo-Teile. Ja. Also wo sind halt wir jetzt überhaupt? Genau. Wir machen uns eben auf den Weg. Hier ist der Eingang zu Christophs Elternhaus. Wir sehen hier einen uralten Postkasten und die Eingangstür. Und ich hätte gesagt, wir gehen zuerst mal durch den Garten und ich zeige euch mal den Garten seines Hauses. Was ihr hier seht, ist ein Rasenroboter. Total cool, weil der hat schon ein bisschen was vom Rasen gemäht, dort wo die Grasfläche hier ist schon gemäht, heller ist. Genau. Und hier ist auch noch, das sieht man leider hier nicht so gut, ein kleines Häuschen, wo dann der Rasenroboter wieder reinfahren kann. Dann hier drüben haben wir einen kleinen Teich mit Steinen rundherum, ein paar Seerosen. Es sind eigentlich auch Goldfische drinnen, aber die sieht man leider nicht, denn sie sind gerade nicht aufgetaucht. Und dann haben wir hier einen Pool und in diesem Pool mit einer Kamera, denn er ist immer mit einer Kamera unterwegs oder quasi immer. Er fotografiert und filmt noch mehr als wir beide. Auf jeden Fall ist Christophs Dad, und das Lustige daran, denn er ist ja eigentlich nicht einer, der unbedingt gerne jetzt ein super sportlicher Schwimmer ist. Nein, er sitzt immer gerne. Er sitzt immer gerne auf so einer Schwimmhilfe, wie auch immer man die dann nennen möchte. Also wenn er das sieht, dann wird er dich nicht mehr als zukünftige Schwiegertochter anerkennen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann kommen wir lieber zu was anderem. Also hier haben wir einen kleinen Tisch. Ihr seht, mit einer Melone, einem Keks, etwas zu trinken, was man halt so braucht. Und auch einer Palme. Die gibt es wirklich, also es gibt eigentlich mehrere. Sie haben immer im Sommer hier die Palmen, so kleine Palmen aufgestellt. Die sind natürlich, die ist um einiges größer, aber gut, so genau nehmen wir dann nicht. Dann haben wir noch eine Gartenhütte hier und ein paar Utensilien, was man natürlich so braucht, wie zum Beispiel einen Besen, eine Schaufel und sonstiges. Ein kleines Beet, das Christophs Oma immer ansetzt mit Salat und sonstigem. Und dann haben wir hier eine kleine Kiste,
in der eigentlich kein Frosch sitzt, sondern eine Schildkröte. Da hätten wir eigentlich die Schildkröte aus den Friends-Sets nehmen können. Das stimmt, aber die wären, glaube ich, ein bisschen zu groß gewesen. Hier nochmal ein Rasenroboter und eine Laube, also ein kleines, wie so ein Gartenhäuschen, in dem man auch sitzen kann. Es ist auch ein Tisch drinnen, wie ihr hier seht. Da kann man sich dann gemütlich machen, wenn es mal ein bisschen regnet, alles kein Problem. Also der Garten gefällt mir sehr gut. Der ist wirklich super. Ein Ja. wirklich schönes Haus, auch mit den beiden großen Balkons. Und jetzt kommen jetzt kann wir... man, ich glaube, den Teil kann man da noch abnehmen. Also das Dach kann man so aufklappen, genau. Und hier drinnen, ihr seht es vielleicht schon, sind Christophs Großeltern, die hier im Wohnzimmer sitzen und einen Kaffee trinken. Natürlich darf die Süßspeise da nicht fehlen, das ist ganz klar. Und hier draußen, quasi im Vorzimmer, sitzt auch schon die kleine Katze namens Lilly und futtert wieder mal ihr Essen hinunter. Ich sehe gerade, da haben wir es noch nicht so schön zusammengesetzt, weil wir es letztens gerade erst hergezeigt haben. Genau, normalerweise passt es dann ganz genau. Ein Telefon haben wir auch. Wir haben natürlich auch eine Küche mit einer Kaffeemaschine und noch ein paar Süßigkeiten. Auch, tut mir leid, dass ich das immer so hin und her drehen muss, aber damit ihr auch wirklich alles seht, ein Küchenkasten und das hier sollte eine Küchenmaschine sein. Genau. Und natürlich ein Schlafzimmer darf auch nicht fehlen, das ist ganz klar, mit einem Doppelbett und einer Klimaanlage, weil es ja doch im Sommer immer recht heiß ist da oben unter dem Dach. So, dann kommt der obere Teil hier herunter, das ist der oberste Stock des Hauses. Wir haben hier übrigens auch noch einen Balkon. Genau. Hier mit den Garagenfenstern als Balustrade, das ist auch total cool. Oh, und diese Bodenplatten hier, die gibt es auch schon lange nicht mehr. Nein, die waren von einem Belleville-Set, das ich mal bekommen habe. Sagen, das sieht nach Belleville aus. Genau. Und dann haben wir hier unten drinnen, ich finde das mit dem Fenster dahinter sehr gelungen, ein Aquarium. Genau. Christoph hebt es euch ein bisschen rauf. Wir haben hier ein Aquarium, oben auch natürlich auch das Fischfutter und die Stiege hinauf, ist ganz klar. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Auch hier steht wieder ein Café. Natürlich zum Fernsehschauen. Es läuft gerade Fußball. Auch das ist übrigens aus dem Belleville-Set, aus dem die Platten sind. Soweit ich mich erinnere. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Und hier haben wir die andere Oma von Christoph, die ist heute auch zu Besuch. Und Christophs Mom, wie immer, auf der blauen Couch. Normalerweise baut sie hier Lego, aber heute quatscht sie mit Oma und genießt den Nachmittag. Genau, und hier drüben ist das Zimmer von Christophs Schwester. Wie immer ist auch sie hier in einer klassischen Pose anzutreffen. Sie sitzt am Schreibtisch am Computer und rechnet gerade schon wieder etwas aus. Ich sehe gerade, der Laptop ist etwas zu weit zu ihr hingerutscht. Also Laptop und Taschenrechner ist hier und auch der Stift schon in der Hand. Da kann nicht mehr viel passieren. Natürlich auch ein Fernseher hier in diesem Zimmer. Ich glaube, da läuft gerade eine Liebessendung. Wer weiß. Das kann leicht sein. Das Augenmerk bitte hier an dieser Stelle auch noch an die von Rita genial designte englische Telefonzelle. Und ja, meine Eltern haben zwar gar kein Festnetztelefon mehr, auch kein Faxgerät, so wie früher, aber in ihrem Vorraum ziert noch immer eine Replik dieser alten englischen Telefonzellen
Wirklich ein wunderbares Stück und das hat Rita natürlich auch detailgetreu bis zum Geht nicht mehr nachgebaut. Das möchte ich hier an dieser Stelle wirklich einmal betonen. So, und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir quasi im untersten Geschoss. Es ist eigentlich ja fast wie ein Kellergeschoss, das man natürlich in Lego ein bisschen schwer bauen kann. Deswegen habe ich das einfach oberirdisch gemacht. Und hier seht ihr schon Christoph, der wohl in seinem Lieblingsraum zu Hause steht, nämlich in seinem Flipperzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese alten Flippermaschinen. Da hat er ja auch ein, zwei, wäre eigentlich auch mal ein Video wert. Und da spielt er gerade und hier sitze ich auf einer Couch und spiele gerade mit der Nintendo Switch. Auch ganz klassisch hier. Das ist Christophs altes Kinderzimmer. Ach, da sind leider ein paar Flaschen herausgefallen. Das sind die Souvenirs, die er von den verschiedenen Reisen mitgenommen hat. Die behält er hier in diesem Kasten auf. Ein Bett natürlich und ein Sessel, eine Lampe, was man halt so in einem Schlafzimmer braucht. Genau, so sieht das jetzt aus, wenn es zerlegt ist, das Haus. Und dann würde ich sagen, setzen wir es wieder zusammen, damit ihr es noch einmal in seiner ganzen Pracht sehen könnt. Genau, jetzt wo ihr wisst, was alles drinnen ist es natürlich vielleicht interessanter für euch. Wir stecken es dann noch ganz genau zusammen. Genau. Und ich möchte auch nochmal ein besonderes Dankeschön an die Erbauerin mit dem Namen Rita aussprechen. Und zwar, ja, passiert es wahrscheinlich nicht jedem, dass er so ein Glück hat wie ich in dieser Hinsicht, denn Rita hat mir dieses Haus für vergangene Weihnachten, glaube ich, gebaut, alle Steine organisiert und das Haus zusammengebaut und mir mehr oder weniger so dann zu Weihnachten geschenkt. Und das ist, für das sie noch nie in ihrem Leben ein richtig großes Mock, jetzt sei mal diese Geschichte, die man als Kind gemacht hat, dahingestellt, das hat sie mir so gegeben. Natürlich, es ist da und dort das Dach vielleicht nicht ganz so stabil, wie es bei einem originalen Lego-Set wäre, aber allein der Detailreichtum ist wirklich der Wahnsinn. Mir gefällt es so gut, dass die Personen im Haushalt wirklich das tun, was sie meistens tun oder was sie am liebsten tun. Das ist wirklich eine total nette Sache und hat mich wirklich sehr gefreut und es hat auch so Spaß gemacht und mich hat das so interessiert, dass wir dann gleich nachher, eigentlich war dieses Haus noch nicht mal ganz fertig, haben wir dann schon mit Ritas Elternhaus angefangen. Genau, das übrigens hier drüben steht, hinter diesem Lego-Truck, genau. Das kann ich euch natürlich auch noch gerne zeigen, aber ich würde sagen, das machen wir ein andermal. Denn jetzt müssen wir ja doch auch wieder etwas weiter bauen. Wir können ja nicht immer nur herzeigen, wir müssen ja bauen. Außerdem, glaube ich, brauche ich jetzt mal eine kurze Kaffeepause, denn bei mir zu Hause, ihr habt es gesehen, da sind die Leute entweder am Schwimmen oder am Kaffee trinken. Und das, wir brauchen auch was. Ich habe keinen Kaffee in meinen Händen, das kann ja wirklich nicht sein. Also das geht schon mal gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr von Ritas ersten großen Mock haltet. Wir wissen gar nicht, wie viele Teile es hat. Jedenfalls ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall total cool, denn sie hat sogar dieses Bright Light Orange genommen. Filmen wir noch mal kurz hier rüber, dass wir die Farbe noch mal sehen. Und zwar ist das nicht das normale Gelb, sondern dieses seltene Bright Light Orange, welches auch beim beispielsweise neuen Fiat 500 vorkommt. Also das ist eigentlich eine sehr seltene Farbe. Das wusste ich vielleicht damals schon. Und ja, also von dem her ist das wirklich ein sehr nettes Set, welches sich gut in der Nachbarschaft von diversen anderen Lego-Häusern macht und unsere Wohngegend auf jeden Fall sehr aufmöbelt, um das mal so zu sagen. Also wirklich gute Arbeit. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn ihr Ritas Haus auch noch sehen wollt, wie sie wohnt oder besser gesagt gewohnt hat, und sie wohnt ja auch nicht mehr viel dort, dann schreibt es uns doch einfach in eure Kommentarzeile und dann
sehen wir uns ja schon bald wieder. Würde ich sagen, wir versuchen wieder mal ein Video für euch auf die Beine zu stellen. Und wenn ihr wollt, dann schaltet da doch gerne ein. Also, in dem Sinne, bis bald hoffentlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.